Bücher, der Lübbe Audiopodcast. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Namen der Mayerschen Buchhandlung möchte ich Sie ganz gern zur heutigen Veranstaltung. Der heutige Autor ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Krimi-Autoren der Gegenwart. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Cody McFadyen und seine deutsche Stimme Nina Petri. Vielen Dank, Frau Ohlberger. Ich stelle mich auch noch vor, ich bin Angela Stitzig aus der Nachbarstadt Köln und bin die Moderatorin heute Abend, mache das so ein bisschen Englisch-Deutsch. Sie können sicher zum Teil alle ganz gut Englisch, aber nicht jeder, nicht perfekt, deswegen gucken wir mal, we'll play it by ear. Also, liebe Cody McFadyen-Fans hier in Düsseldorf, Sie sind gekommen, um heute die FBI-Ermittlerin Smoky Barrett wiederzutreffen und ihren Autor Cody McFadyen. Und Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Handelt es sich doch bei Codys Büchern um Psychothriller, in denen es um die Abgründe in der menschlichen Seele geht, einzelner Personen, die für andere Menschen unglaublich gefährlich sind. Cody ist erst gestern aus den USA angereist und Sie sind zu Gast bei der allerersten Lesung, die er nach 5 Jahren hier vornimmt in Deutschland. Und überhaupt. Also, nochmal, Applaus für die Lesung. I said, this is your first reading after 5 years. Yes. And how does it feel to be back on the road again, especially on the German road? It feels right, actually. It's been far too long. The last time I was here, I had a great time. The German readers are a lot of fun, clearly very enthusiastic, and how could I not enjoy it? Ja. Yeah. Also, es fühlt sich toll an. Findet gerade die deutschen Leser und Leserinnen sind sehr begeisterungsfähig, ganz großartig für ihn. Your fans over here have been worrying about you. Why didn't we hear from you for so long? Well, I had a personal situation with my parents. They both got ill at the same time, and so we took them into our house and we cared for them for a little over 4 years until they passed, and it just was something that consumed my life during that time. It was a beautiful experience in the end. I'm very glad that we did it, but it made it hard to write. Yeah. Just that simple. Yeah. But now I'm back, and I'm ready to resume a book a year. It is what I do. It's what I love to do. I apologize for the delay, and but it just couldn't be helped. Ja. Yeah. Es war ein persönlicher Grund, warum er so lange nichts von sich hat hören lassen. Seine Eltern waren beide sehr krank. Er hat sie dann zu sich nach Hause genommen. Er hat sie mit seiner Frau zusammen 4 Jahre gepflegt. Sie sind beide gestorben. Das hat sehr viel von seiner Zeit und seiner Kraft beansprucht. Aber im Nachhinein ist er doch dankbar, dass er das gemacht hat, weil er sagt, das war eine sehr positive Atmosphäre. Und jetzt geht er davon aus, dass er wieder jedes Jahr ein Buch schreiben wird. Ich habe eine Frage. Stören diese Bücher? Sollen wir die runterlegen? I have this feeling, yeah. We want to see the author. Oh, Yeah. Okay. Yeah, okay. perfect. I thought so. Thank you. So, ich habe schon an Ihren Reaktionen gehört. Viele von Ihnen wissen es auch. Cody McFadyen hat enorm erfolgreiche Romane im Lübbe Verlag veröffentlicht. Unter anderem 4 Bände der Smoky Barrett-Serie, angefangen mit Blutlinie, Todeskünstler, das Böse in uns und ausgelöscht. Heute stellt er den 5. Band seiner Serie vor, die Stille vor dem Tod, wieder übersetzt von Axel Merz, natürlich auch wieder bei Lübbe. Ich begrüße herzlich Momke Zamhöfer vom Lübbe Verlag, die Cody auf seiner Lesereise begleitet. Und stelle mal hier öffentlich fest, dass zurzeit das Buch auf Platz 4 der Bestsellerliste steht. Ist ja für Lübbe und für die Leser auch ein gutes Gefühl. Neben mir auf der Bühne sehen Sie eine Frau, die Ihnen sicher allen sehr vertraut ist, weil sie schon häufiger bei Ihnen im Wohnzimmer war.
Zumindest auf dem Bildschirm. Nina Petri. Sie wird Smoky Barrett ihre Stimme geben. Nina Petri ist Hamburgerin. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der Schauspielschule in Bochum. Sie übernahm zahlreiche, sehr erfolgreiche Rollen in Fernsehserien sowie in deutschen und internationalen Filmproduktionen und hat etliche Preise für ihr eindringliches Spiel erhalten. Und sie ist auf der Theaterbühne und sie macht Musik und sie sagt, sie macht eigentlich alles außer für Geld tanzen. Genau. Ja, genau. Und liest natürlich auch Hörbücher ein. Und das Tolle ist, das können Sie vielleicht gar nicht wissen, vor 6 Jahren haben wir 3 in genau dieser Konstellation in Deutschland eine Lesereise gemacht und freuen uns sehr, dass das jetzt wieder so stattfindet. 6 years ago, it was the 3 of us on the stage. Yeah. Yes. Und, Just the 3 of us. Und ich weiß noch, dass damals die Kinder von Nina Petri noch in der Schule waren, diese Zwillingstöchterchen. Wie haben die sich denn weiterentwickelt? Ja, das sind inzwischen erwachsene junge Frauen, die studieren und sehr, sehr weit weg von mir. Ich frage mich natürlich, ob es was mit mir zu tun hat. Sie sagen nein, ganz sicher nicht, aber ich finde es super, weil sie mich dadurch zwingen, selber durch die Welt zu reisen. Die eine ist in Schottland, studiert da, die andere studiert Russlandstudien und Chinesisch und ist dadurch jetzt für 1 Jahr nach Russland gegangen. Ja, da werde ich dann Weihnachten und Silvester verbringen, mit beiden Mädels zusammen. Toll. Und ich habe ja eben auch voll Interesse gesehen, dass hier ganz viele junge Leute im Publikum sitzen. Viele von Ihnen sind sicher bereits Hardcore-Fans von Codys Romanen und kennen sich aus. Aber für manche von Ihnen werden vielleicht Smoky Barrett und ihr Team heute zum ersten Mal, Sie werden ihm zum ersten Mal begegnen. Und jetzt ist es leider ein bisschen dunkel. Ich hätte gerne mal gesehen, für wen ist denn heute die erste Begegnung mit Smoky und Cody? Hände hoch, show of hands heißt das auf Englisch. 10, 12. Wow, not that many. I mean, these are people who do not know you and your books. Okay. About 14, I think. Yeah. Even better. Even better. Nina counted 14. Yes. Even better. Okay, so das makes him feel good, of course. Für diese 14 gebe ich eine ganz kurze Einführung vor der Lesung und ganz viele Fragen wird uns Cody dann auch im Gespräch beantworten. Let me just tell them a little bit about your life and your work. Cody McFadyen ist ein interessanter Jahrgang, der wurde nämlich im Februar 1968 in Texas geboren. Und What's so funny about that? Tip my hat. Okay. Und angesichts der schrecklichen politischen Ereignisse, die 68 stattfanden, ich weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben, wo Sie alle so jung sind, Martin Luther King wurde ermordet, Robert Kennedy wurde ermordet. Angesichts dieser Ereignisse hat seine Mutter gesagt, Cody, dass du geboren wurdest, das ist das Beste, das in dem ganzen Jahr passiert ist. Vielleicht gerade ein paar Fragen. Were you an only child? I was an only child till I was 8.5, and then I had a younger brother who was born. Okay. I got to name him, actually. And since my parents didn't want to know if it was a boy or a girl, I picked the name Robin, so that it would fit with either one. So I actually got to name my brother. Ah, ja. Also er war ein Einzelkind, bis er 8,5 war, und dann wurde sein Bruder geboren, dem er den Namen geben durfte, schon vorher, als man das Geschlecht noch nicht kannte. Und er hat den wunderschönen Namen Robin ausgesucht, der für Jungs und Mädchen passt und außerdem noch ein kleiner, hübscher Vogel ist. It's an advantage I have for the rest of my life over my brother, so it's very nice. Also I named you. Ja, Yeah. gibt ihm jetzt noch ganz viel Macht über diesen kleinen Bruder. One more thing about your childhood. Which influences marked you during your childhood and your youth? My parents were probably my biggest influence, I would say. I think I was telling the story when I was young. My mother's rules were basically no lying, no stealing, no racism. And growing up in Texas, the issue of racism was very real. And when I was 7, I think, there was an older African-American girl who was a little bit of a bully, and she really got to me, and she called me Whitey. So my response, I said, well, Blackie. And I went home and I told my mother, and she marched me over and made me apologize for using this term. She said it was okay to insult her, just not in that way.
And so we went over there, and the girl was laughing at me and pointing and making fun, but I had to apologize, and that really made an impression on me, you know. A good one, or the impression that life is just not fair because she treated you badly? She was right. Your mother was right. Yeah, I knew she was right, yes. Also seine Eltern waren der stärkste Einfluss für ihn und seine Mutter war in 3 Punkten ganz, ganz streng. Kein Lügen, kein Stehlen und kein Rassismus, was in Texas dieser Jahre ja schon was bedeutete. Da gab es ja jede Menge Rassismus und gibt es You know, wahrscheinlich noch. because it was a choice. You can either choose to be that person or not to. And Mom was determined that would not be my choice. Yeah. Und für seine Mutter war es wichtig, dass er die richtige Wahl für sein Leben, für seine Einstellung traf. Und dann hat ihn ein schwarzes Mädchen beleidigt und dann hat sie Whitey gerufen und er hat Blackie gerufen. Und dann hat die Mutter gesagt, das geht gar nicht, ist mit ihm rübermarschiert und er musste sich entschuldigen. Und das war peinlich und das schwarze Mädchen hat ihn ausgelacht, aber trotzdem hat er gelernt, dass man bestimmte Dinge respektieren muss. Well, you know, we were quite poor, and so as a family we were very close. Ja. Yeah. Sie hatten wenig Geld und waren sich auch deshalb als Familie sehr nah. Any examples? Well, Did you have to my sleep on the floor or my first bed was a series of, they called them chicken boxes, and these were the boxes that they ship frozen chicken in, and so they were double reinforced, and they had wax, and so my parents put 2 of them together and a blanket, and that was my bed till I was 7 years old. Yeah. It's almost like Jesus. The manger. No. Also bis zu seinem 7. Lebensjahr, die Eltern waren tatsächlich so arm, dass er in zusammengefügten Kartons schlief, mit denen gefrorene Hühnchen transportiert wurden. Oh, and then of course, I would say, as it relates to a writer, my family is a family of readers, and both my parents read all the time, and we used to take these 2-week trips across the United States where we would travel 3,000 miles and see all kinds of things, and the car was always stuffed with books because that's what you did while you were driving, is you just read and read and read. So. Also der ganz wichtige Einfluss seiner Eltern war aber auch, also, dass die immer gelesen haben und überall, selbst wenn sie auf Reisen gingen, 2 Wochen lang 3.000 Meilen, das Auto war voller Bücher und das hat er natürlich aufgenommen. Mad Libs, I don't know if anyone remembers those, but they were this awful invention for children where you would have a story and it was missing words, like you had to insert a noun or a verb or an adjective, and so you would put in nonsensical words and then read it back. And my parents had to sit through hours and hours and hours of Mad Libs. Also es gab sogar Kinderbücher, wo man dann Worte einfügen musste und da musste er auch Stunden und Stunden kreativ sein und dran arbeiten. Very patient. Sein Buch Die Blutlinie erschien 2006, also vor 10 Jahren. Und wir wenden uns heute seinem 5. Roman zu, dem Smoky Barrett Roman. Sie ist Ich-Erzählerin und Hauptfigur, die FBI Agentin Smoky Barrett. Und sie ist seit neuestem, also in diesem Buch, aufgestiegen zur Leiterin eines nationalen Spezialkommandos. Normalerweise ist sie in Los Angeles, also an der Westküste in Kalifornien stationiert, aber dieser Einsatz findet woanders statt. Und viele von Ihnen wissen es, vor Beginn der ganzen Serie hatte sich Smoky eigentlich schon mal aus ihrem Beruf zurückgezogen, völlig traumatisiert, verletzt, fast zerbrochen. Und Teile dieser Vorgeschichte erfahren Sie heute indirekt nochmal in dem 3. Text, den Nina Petri lesen wird, nicht gleich am Anfang. Wir beginnen jetzt aber von vorn und Nina liest aus dem 1. Kapitel. Es war einmal, geht es mir durch den Kopf, da wohnt hier eine Familie und wenn sie nicht gestorben ist, ich rümpfe die Nase, so scheußlich sind die Verwesungsgerüche, sie sättigen die Luft dick und schwer und ich spüre, wie immer sehr lebhaft, dass ich mit jedem Atemzug den Tod inhaliere. Es ist ein sinnloser Gedanke, aber wie üblich kann ich ihn nicht loswerden. So war es schon bei meiner allerersten Begegnung mit den Gerüchen des Todes gewesen. Der abscheuliche Gestank hatte mir so zugesetzt, dass ich Hals über Kopf aus der Haustür in den Vorgarten geflüchtet war, die Hand vor dem Mund. Ich hatte es gerade noch bis auf den Rasen geschafft, als mir die Kotze auch schon zwischen den gespreizten Fingern hindurchspritzte. Damit hatte ich zwar den Tatort unversehrt gelassen, war aber in die Fänge der Außenwelt geraten. Einen
Cops und FBI-Leuten schaute zu, wie ich auf die Knie fiel und 3/4 eines Cheeseburgers mit einer großen Portion Pommes herauswirkte. Von diesem Moment an hatte ich für ein paar Monate den Spitznamen Kotzbrocken weg. Beim Schlucken habe ich das Gefühl, dass mir etwas Pelziges, Schleimiges durch die Kehle kriecht. Unwillkürlich schüttle ich mich. Der Kotzbrocken ist zwar Vergangenheit, aber die Erinnerungen sind noch wach und sie sind so widerwärtig wie eh und je. Stimmt ganz schön, meint Alan, der meine Gedanken gelesen hat. Er hat die Augen leicht zusammengekniffen und seine Nasenflügel sind gebläht. Er schüttelt den Kopf. Leichen sind eine verdammte Plage. Sie sind lästig, bestätige ich ihm. Am lästigsten sind zweifellos die Mordopfer. Ich stehe regungslos im Flur und sammle mich für das, was jetzt kommt. Es ist eine Sache, den Schauplatz eines Mordes zu betreten, eine ganz andere, der Realität des Todes zu begegnen, wenn man nicht richtig darauf vorbereitet ist. Dann möchte man am liebsten irgendwo anders sein. Man wünscht es sich nicht nur, man sehnt es sich geradezu herbei. Die Erinnerungen an den Anblick meines ersten Mordopfers sind frei von Regungen, welcher Art auch immer. Und wenngleich es Erinnerungen an etwas sehr Reales sind, kommen sie mir jedes Mal unwirklich vor. Die Eindrücke, die ich mit dem Anblick der Leiche verbinde, sind Kompositionen aus verwaschenen Farben, völliger Stille und Tunnelblick. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe der Teppich hatte, aber die Frauenleiche mit ihren unerträglichen Details steht mir noch heute deutlich vor Augen. Ich kann noch immer die Poren auf ihrer Nase sehen. Ich erinnere mich an die Farbe ihres Nagellacks auf den Zehennägeln. Wenn ich die Augen schließe, kann ich sogar die Knoten in dem dünnen Hanfseil zählen, das straff um ihren Hals lag und sich tief ins Fleisch gegraben hatte. Deshalb weiß ich heute, dass es besser ist, wenn man eine Zeit lang wartet und sich wappnet, um auf den Angriff der Verleugnung vorbereitet zu sein. Auf diese Weise kann man die Wirklichkeit leichter ertragen, wenn es an der Zeit ist, sich ihr zu stellen. Okay, sage ich zu Alan, vor allem aber zu mir selbst. Gehen wir. Ich verlasse den kleinen Flur, in den die Haustür mich geführt hat, und gehe los, ohne einen Blick zurückzuwerfen. In der Mitte des Zimmers, in das ich komme, bleibe ich stehen. Ich kann die Leichen jetzt aus dem Augenwinkel sehen. Ich rühre mich nicht vom Fleck, schließe die Augen und tauche ein in das überwältigende Gefühl des Lebendigseins. Ich zähle meine Herzschläge, meine Atemzüge und sage stumm ein Mantra auf. Ihr Tod ist nicht dein Tod. Du bist die Lebende. Du lebst. Dann nehme ich einen tiefen Atemzug, mache die Augen auf und wende mich den Leichen zu. Ich höre das Pling, das den Beginn jener kurzen Zeitspanne markiert, während der mein Verstand nicht wahrhaben will, was meine Augen mir zeigen. Dieser Moment ist wie das Blitzlicht einer Kamera, ein grelles, weißes Nichts. Letzte Chance, warnt mich mein Verstand. Wenn du das nicht sehen willst, schau weg. Letzte Chance. Dann wieder das Pling und das grellweiße Licht ist verschwunden. Mein Blick schärft sich, ebenso mein Verstand. Und ich bin am Ziel. Keine verwaschenen Farben, kein Tunnelblick, nur die Leichen in ihrer ungeschminkten Wahrheit und ich. Die Gesichter der Toten starren mich an. In ihren lautlosen Schreien liegt endloses Entsetzen. Worte, die ich vor langer Zeit gelesen habe, kommen mir in den Sinn. Manche Dinge kann man nicht begreifen, nur beschreiben. Ich zucke zusammen, als ich mir die Dossier neben der Hand der toten Mutter genauer anschaue. Ist das Blut? Alan beugt sich vor, schaut ebenfalls genauer hin. Er verzieht das Gesicht, nickt. Sieht so aus. Wir sind in Colorado, im Norden von Denver. Es ist die erste Oktoberwoche und ein lausiges Stück kälter als in Südkalifornien und trockener. Die Leichen verfärben sich bereits, aber der Geruch ist längst nicht so schlimm, wie es im feuchtwarmen Kalifornien der Fall wäre. Ich lese die Worte an der gegenüberliegenden Wand, geschrieben mit Blut. Zweifler müssen büßen, steht da. Hilf uns, Gerechtigkeit zu finden. Komm und lerne, Smoky Barrett.
Frösteln durchläuft mich. Kleine Füße aus Eis trippeln mein Rückgrat hinunter. Es muss mir anzusehen sein, denn Alan beobachtet mich aufmerksam. Macht einen unruhig, den eigenen Namen in Blut geschrieben zu sehen, sagt er. Halb so wild. Mein Lächeln ist verkrampft. Keine Bange, Mr. Schwarzseher, mir fehlt nichts. Konzentrieren wir uns darauf, den Täter zu fassen. Er mustert mich, sucht nach Rissen in meiner Fassade. Als er keine findet, hebt er eine Braue. Mr. Schwarzseher? Genau, Pessimist. Schätze, es stimmt, was man so sagt. Was sagt man denn? Die Schwangerschaft macht eine Frau nicht gerade lustiger. Sie sieht nur lustiger aus. Kein Kommentar, sagt er. So dumm bin ich nun auch wieder nicht. Er zieht das kleine, zerfledderte Notizbuch hervor, das er stets bei sich trägt, und blättert es durch. Es ist das einzige von den 3 Häusern mit einer Botschaft an der Wand, sagt Ned. Alan nennt sein Notizbuch Ned, weil er ein Notizbuch für den besten Freund eines Ermittlers hält. Und ein bester Freund müsse nun mal einen Namen haben. Mir ist es egal, wie er das Ding nennt. Ich weiß nur, dass Alan jeder Kleinigkeit nachgeht, die in Ned festgehalten wird. Und Ned vergisst nichts. Ich muss dieses Wort nachschlagen, sagt er Ned zu sich selbst. Zweifler. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ich schaue auf die Wand, auf das Wort, sorgfältig ausgeschrieben, in 60 cm hohen, klebrigen Rotbraun. Ich habe es auch schon irgendwo gehört. Ich kram in meinem Gedächtnis, jedoch vergebens. Bin mir allerdings nicht sicher, nur so ein Gefühl. Nein, mehr als nur ein Gefühl, meint Alan, wobei er sich Notizen macht. Er sieht mich an, lächelt und wedelt mit Ned. Ned zufolge und allen Neds vor ihm hast du ein ziemlich gutes Gedächtnis. Tatsache? Klar, Ned lügt nicht. Alan reckt sich, dass es knackt und knirscht, dabei stöhnt er leise. Es ist, als würde man einen Berg dabei beobachten, wie er es sich bequem macht. Er ist ein großer Mann, mein Freund und Kollege. Nicht fett, nicht athletisch, sondern massig, respekteinflößend. Mir ist vor langer Zeit klar geworden, dass seine schiere Größe meine Wahrnehmung von allem, was er tut, beeinflusst. Alan denkt nicht, er grübelt. Er geht nicht, er stampft. Er steht nicht vor einem, er ragt vor einem auf. Wäre Alan ein Profi-Footballer gewesen, hätte er garantiert einen dieser typischen Spitznamen wie Rambock oder etwas in der Art. Er ist Afroamerikaner. Groß und schwarz zu sein, ist keine Garantie, einen guten Vernehmungsbeamten abzugeben, hat er mal zu mir gesagt. Aber schaden kann es auch nicht. Da ist was dran. Aber es ist bei weitem nicht die ganze Wahrheit. Alans Größe ist trügerisch. Seine schärfste Waffe ist sein Verstand. Er war bereits 10 Jahre Mordermittler, bevor das FBI ihn sich an Land zog, und bekannt für seine Fähigkeit, Geständnisse erwirken zu können, die vor Gericht Bestand haben. Wir arbeiten seit mehr als 10 Jahren zusammen und ich vertraue ihm blind. Alan steht kurz vor dem FBI-Ruhestandsalter. Sein Gesicht sieht im Profil immer noch jung aus, trotz der ergrauten Haare, aber in seinen Augen zeigt sich in letzter Zeit eine Müdigkeit, die ich zuvor nicht gesehen habe. Ich muss mich an den Gedanken gewöhnen, dass Alan sich bald verabschieden und das ruhige Leben führen wird, das er sich verdient hat. Doch im Moment bin ich heilfroh, dass er hier ist. Ich bin das erste Mal in meiner neuen Rolle, in diesem neuen Scheinwerferlicht, und ich bin nervös. Ich reite ein neues Pferd, kaum anders als mein altes, aber größer, stärker und gefährlicher. Ich betrachte die blutige Schaubühne, die der Killer für uns hergerichtet hat. Die Wiltons waren eine intakte 5-köpfige Familie gewesen. Mutter, Vater und 3 Kinder, 2 Mädchen und ein Junge. Das ältere Mädchen war 14, das jüngere 12, der Junge 5. Der Esstisch ist mittelgroß und aus dunklem, glatten Holz. Der Killer hat die Leichen der Mutter und des Vaters an die Schmalseiten des Tisches gesetzt. Die abgetrennten Köpfe sitzen wieder auf ihren Hälsen. Der Killer hatte allerdings keine Lust, die Köpfe genau auszurichten
oder sie sind ein wenig verrutscht, was den Toten ein fremdartiges, unwirkliches Aussehen verleiht. Ein Anblick, der einen verfolgt, wenn man das Zimmer verlässt. Der Vater und die Töchter waren brünett, die Mutter blond. Der Tisch war für 2 gedeckt worden. Mr. und Mrs. Wilton haben jeder einen weißen Porzellanteller vor sich stehen. Der Killer hat ihnen Gabeln in die Hände gedrückt. Silberbesteck. Ich zeige auf die Gabeln. Für besondere Anlässe. Woher willst du das wissen? Meine Mutter hatte so ein Besteck von meiner Großmutter geerbt. Sie hat es nie in den Geschirrspüler getan, sondern jedes Stück mit Silberpolier von Hand geputzt. Silber reflektiert das Licht anders. Es hat mehr, ich weiß nicht, der Glanz hat irgendwie mehr Tiefe. Wow, ein vornehmes Besteck, zieht Ellen mich auf. Ich wusste bis jetzt noch gar nichts von deinen aristokratischen Wurzeln. Ich schnaube abfällig. Nach dem frühen Tod meines Urgroßvaters hat meine Uroma 5 Jahre lang als Prostituierte gearbeitet. Das Silber war die Bezahlung für ein Wochenende der Lust. Du willst mich verarschen. Nein, die Geschichte ist wahr. Zu dem Tafelsilber gehörte ein Brief, in dem Urgroßmutter erzählt, wie es dazu gekommen war, dass sie anschaffen musste. Außerdem verlangte sie, das Silber nur von der ältesten Tochter zur ältesten Tochter weiterzugeben und wenn es keine gibt, an den ältesten Sohn. Ich hebe den Finger. Und man durfte das Erbe nur unter der Bedingung annehmen, es niemals zu verkaufen. Es sei denn, man will verhindern, dass man sich selbst verkaufen muss. Wow, ist Allens Kommentar. Meine Mama hat mir das Besteck nie offiziell übergeben. Dad gab es mir erst, nachdem sie gestorben war, zusammen mit dem Brief. Ich weiß noch, wie ich den Brief las, der mir wie ein Licht in dunkler Nacht erschienen war. Ich war ein Teenager, allein auf der Welt, mit nichts als dem Brief und dem Silber, das mich mit jener Frau verband, die sich vor langer Zeit hatte verkaufen müssen, um den Unbilden einer Existenz in einer Welt voller Gleichgültigkeit zu trotzen. Urgroßmutter hatte einen Teil dieses Blutgelds mitsamt ihrer Geschichte in die Zukunft geschickt, in der Hoffnung, dass kein weiblicher Nachfahre das Gleiche tun müsse wie sie. Starke Frau, sagt Anne. Der Gedanke, was mit den Kindern geschieht, wenn man nicht mehr da ist, lässt einen nie in Ruhe, ganz gleich wie alt sie werden. Ja, wahrscheinlich, sagt Alan, und sein Blick schweift zurück zu den Wiltons. Die Kinder sind nicht verstümmelt worden. Der Killer hat die Leichen der Töchter entkleidet und der Länge nach auf den Tisch gelegt. Sie müssen sehr hübsch gewesen sein. Meine Stimme ist ganz leise. Ja, sagt Alan, mehr nicht. Die Mädchen haben eine Haut wie Sahne, makellos, rein und unschuldig. Doch nun spannt sich diese Haut unnatürlich über den hervorstehenden Knochen. Die ständigen, nahezu unmerklichen Bewegungen, die ein Lebender vollführt, um den Körper auszubalancieren, sind nicht mehr notwendig. Und so wirken die Leichen seltsam schwer. Sie erinnern mich an 2 auf dem Rücken liegende Statuen, gemeißelt aus weißem Alabaster und zu kalter Perfektion poliert. Bei beiden Mädchen liegt der Hinterkopf auf einem Essteller. Ihre Augen, die bereits trüb werden und in den Höhlen schrumpfen, sind auf die Eltern gerichtet. Beide Mädchen haben das Gesicht ihrer Mutter, jedoch in unterschiedlichen Altersstufen. Diese Unterschiede sind so krass wie die Ähnlichkeiten, erst recht angesichts ihrer nackten Körper. Und es schmerzt, wenn ich daran denke, was für wunderschöne Frauen diese Mädchen geworden wären. Sie haben Male am Hals, stelle ich das Offensichtliche fest. Und petechiale Blutungen in den Augen. Alan nickt bloß. Wo ist der Leichnam des Jungen? In seinem Bett, sagt Alan. Auf die gleiche Weise ermordet, ebenfalls nackt? Alan konsultiert Ned sein Notizbuch. Er wurde mit einem Kissen erstickt und nein, der Killer hat ihn nicht nackt ausgezogen. Mir kommt der gleiche Gedanke wie zu Anfang beim ersten Blick auf diesen Tatort. Der Killer war kein Amateur. Also, wir haben hier unter 4 Toten einen 5. Wir haben hier unten 4 Tote, ein 5. liegt oben im Haus, ziehe ich eine Zwischenbilanz. Und es gibt 2 weitere ermordete Familien hier im Wohnblock. Ich zwicke mich in die Nasenwurzel und schließe die Augen. Das sind verdammt viele Tote, selbst für die Art von Verrückten, mit denen wir es normalerweise zu tun haben.
Außerdem wurden die Morde ohne erkennbares Zögern verübt und der Tatort wurde bemerkenswert sauber zurückgelassen. Es sind nicht seine ersten Morde, sagt Alan und schreibt etwas in Nett. So good. Yeah, So what good. does it feel like? Everything. I actually follow along. I can hear the English words in my head. So, yeah, very interesting. Yes, beautiful reading. Obwohl, das ist natürlich eine grauenvolle Szene, die Smoky dort vorfindet. Wir sehen die Dinge mit ihren Augen und wir folgen ihren Gedanken und ihren Erinnerungen an Bilder und Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit. Später im Buch werden wir Leser auch ihre Albträume mit ihr teilen. Und was bereits angedeutet wird, Smoky ist schwanger, und zwar im 7,5. Monat schon. Meine Frage ist natürlich, warum hat sich Cody von Anfang an eine Frau als Serienheldin ausgesucht? Why did you choose a female detective in the first place? What is it like to slip in a woman's role into her mind, especially now that she's pregnant? Well, normally I don't really feel like I'm slipping into Smokey's character, except for when she got pregnant. That's just not an experience I have a lot of connection to. And in fact, one of the things that I ran into initially was I had her, when I first wrote one of the violent scenes, I had her shooting her weapon and as if this was no big deal. But when I researched it, I found out that in fact, like female police officers past a certain point are not allowed to be around firearms or fire them because they can actually damage the fetus. And it was just these little facts I found. I found that I had made a lot of assumptions that were male assumptions, and so I had to really force myself into that view there. But generally speaking, I can't really explain why I chose, other than that's who Smoky is. Smoky is clearly a woman. She was always a woman and was always going to be one. And there was just no other way to. That's how the character revealed herself to me. So she came to you? Yeah. I decided to write when I was 35, and I sat down and I said, what do I want to write? I want to write a thriller. And the character was clearly female. I don't know why exactly, but... It's almost like the muse kissing you, in a way. I can't complain, that's for sure. I really like the character a lot. I like looking at things from a female perspective, or at least trying. I don't know that I always achieve it as I should, but I remember one detail that my agent edited for me, and it had to do with going to the restroom. And she said, well, a lot of women in a public restroom will not actually sit on the seat at all. And this is clearly something I'd never heard of before. Little things like that will catch me by surprise. Also er hat gesagt, eigentlich war das so, er hat mit 35 Jahren angefangen zu schreiben, er hat sich gefragt, was will er schreiben, einen Thriller. Und für ihn war völlig klar, dass das eine Frau sein würde. Also Smoky ist quasi zu ihm gekommen, wie eine Muse den Autor küsst. Und er hat eigentlich sich nie viele Gedanken darüber gemacht. Es war einfach Smoky und alles, was er geschrieben hat, war so mit ihrem Blick und aus ihrer Rolle heraus. Nur jetzt, als sie schwanger war, da hat er plötzlich gemerkt, er muss doch ein bisschen recherchieren. Zum Beispiel dürfen Frauen ab einer bestimmten, wegen des Fötus, wegen des Embryos, nicht mehr auf die Shooting Range gehen. Die dürfen bestimmte großkalibrige Waffen auch nicht mehr abschießen, weil das für das wachsende Baby gefährlich wäre. Und er hat dann auch noch gelernt, also hin und wieder muss er doch ein bisschen recherchieren bei seinen Frauen oder Freundinnen oder Editorin, dass Frauen, wenn sie auf öffentliche Toiletten gehen, sich nicht immer unbedingt auf den Sitz setzen. Das war für ihn völlig neu. But, you know, there are little details too, like women paint their nails, and this is only for women to other women, because men do not care about painted nails. Toenails in particular, no one cares except the women themselves, and it's very interesting to search out these little details and understand them. Yeah. So, also diese kleinen Details zu verstehen, das findet er sehr interessant. Was sagen denn so die Frauen aus seiner Umgebung über Smoky und über
überhaupt über die Frauen in seinen Romanen und finden die das denn gelungen? The women around you, what do they think about Smoky as a woman and your portrayal of other women in the novel? Do they think do they find themselves, or do they say, yeah, that's how we are, we women? Well, I mainly go from my agent, and she's female, and so far I've never had anyone complain about my portrayals of a woman. I can only hope. I mean, I am, of course, a man, so I can always get it wrong, but so far, so good. Also er hat noch keine Klagen gehört und seine Agentin, die hilft ihm auch hin und wieder. Dann frage ich ihn mal andersrum, warum glaubt er, dass gerade weibliche Leser, also ich habe heute schon etliche junge Männer hier auch gesehen, aber es sind wohl doch überwiegend weibliche Leser, die seine Romane lesen. Warum können die sich so gut mit Smoky identifizieren und warum können die auch diese Brutalität so aushalten? Was ist so attraktiv? Why do you think female readers, why can they identify so well with Smoky? And why can they bear all that cruelty? I mean, supposedly women are supposed to be sensitive, but why do you have so many readers, female readers, attracted to your work? Well, I could say that clearly women are bloodthirsty, but What say it again? I could say that clearly women must be more bloodthirsty, but I think the reality, I think women at a very young age live with the reality of violence in a way that men don't. I know when I was raising my stepdaughter, I noticed this shift when she became 13 or 14, where she sort of closed off and started to wear the dark clothes and became sullen. And years later, when I asked her why, she said it was because she realized that she was at risk, that rapists would mostly pursue women, that women were mostly the ones that would be killed by the type of people I wrote in my book. And this, I think women live with this reality more than men and from a young age. And so I think they're more receptive to it, that's all. Also, I could be wrong. But ja, also die erste Antwort war spielerisch oder witzig gemeint. Er sagt, vielleicht sind Frauen ja blutrünstiger als Männer, aber er sagt, dass eigentlich Frauen wahrscheinlich sich stärker bewusst sind der Gewalt in der Realität der Frauen stärker ausgesetzt sind als Männer, Vergewaltigern. Und er erzählt von seiner Stieftochter, als sie 13 war, dann fing die an, sich bis zum Hals mit schwarzen Kleidern anzuziehen, mit schwarzer Kleidung anzuziehen, rauszugehen. Und dann hat er sie gefunden, war sie abweisend und unfreundlich. Und er fragte, wieso hast du dich so verändert? Und dann sagt sie, ich fühle mich bedroht, ich habe Angst vor Gewalt, ich möchte mich da weitgehend schützen. And just as an example, she wouldn't mind me telling this story, but she waited till she was 19 because she was afraid that I might kill her teacher if she told me when she was younger. But she had a math teacher that would seat all the women that were big busted, all the girls in the front of the room, and he would turn the air conditioning down. And all of the girls knew exactly what was happening, but they also felt powerless. And that story really struck me. And I would have to say that was an influence when it came to writing Smoky, honestly. Because I had never considered that as a man. You just don't have that issue growing up. You don't have people that are trying to predate on you. And it really struck me that this is a difference that fathers and men they're not, unless they think about it, it's not gonna occur to them. Dann hat ihm auch seine Stieftochter erzählt, allerdings erst als sie 19 war und aus der Schule raus war, weil sie dachte, er bringt sonst ihren Mathelehrer um. Sie hat ihm erzählt, dass dieser Mathelehrer die großbusigen, vollbusigen jungen Mädchen immer in die erste Reihe gesetzt hat und dann die Klimaanlage ganz kalt gedreht hat und sich an dem Anblick erfreut hat. Und für ihn war das unglaublich, weil er gesagt hat, das ist nicht umkehrbar, so die Art und Weise, wie Frauen sich als Opfer fühlen oder wie viele Übergriffe da auch möglich sind. Das hat er sich als Sohn und auch als Vater eigentlich gar nicht so vorstellen können. Your novels, they have an incredible amount of suspense and draw the reader inside. Seine Romane entfalten einen starken Sog und als Leser oder Leserin fühlt man sich natürlich auch durch diese Ich-Erzählung sehr stark eingesogen. Und das, so wie du das gerade gelesen hast, Nina, das war schon
Da war man schon mittendrin. Ich glaube, die Frauen sind auch fasziniert von Smoky wegen ihrer menschlichen Schwächen, ihrer Einsichten, ihrer Intelligenz, aber vor allen Dingen ihrer Intuition. Und da wollte ich ihn fragen, ist das etwas, was er erfunden hat oder spürt er vielleicht selber so eine Intuition oder kennt er Leute oder Menschen, die sowas haben, so fast einen sechsten Sinn? So Smoky, we like her because she shows a weak side, she's sensitive, but she has this incredible intuition. So did you invent that, or do you know people who have it, or do you have it? No, my view of intuition, I don't really believe in, the mystical intuition. I think that if you have enough information about any subject, that you start to feel it more than think about it. And that's how I see Smoky. I think that she understands these men that she chases to such a degree that's her strength, is that she actually grasps their needs and what drives them. And because of that, she's able to intuit who they are and what they would do. Cody glaubt also nicht an diese magische, mystische Intuition, sondern er sagt, wenn man wirklich ganz viele Informationen über etwas oder über jemanden hat, dann kommt das schon von selbst, dann spürt man, wo die Leute hinwollen oder was da der nächste Schritt ist, wo es sie hintreibt. Und er sagt, Smoky ist so jemand, die hat sich so informiert, die weiß so gut Bescheid, die hat so viel gelernt und erfahren, dass sie das schon spürt, was oder sich da so hineinversetzen kann in diesen männlichen Täter. So far you only had male predators, or was there a woman once in a while? It is primarily male. There are no examples of a woman who is a sexually sadistic psychopath. That's confined to men completely. In life or in your novels? In real life, yeah. There are when women kill, it's usually a black widow. They kill other women for jealousy or vengeance, but the idea of killing someone for pleasure, where it's basically the sex act, that's male only. Jetzt lernen wir alle was ganz Wichtiges. Also Cody sagt, nicht nur in seinen Büchern gibt es keine weiblichen Täter, sondern er sagt, and those are studies. Yes, yeah. Er sagt, wissenschaftliche Studien sagen eindeutig, dass es weibliche, sadistische Sextäterinnen, die nur aus Lust am Morden und Quälen morden, dass es das eigentlich nicht gäbe, sondern dass Frauen schon immer auch Gründe haben, Eifersucht, Verzweiflung, Rache, emotionale Dinge. This is a very unique thing. I mean, the sexually sadistic psychopath is the pinnacle of, I guess, evil, you would say, when it comes to serial killers. And it's exclusively men. Any examples of women participating are always doing so as a partner to like a dominant male, and they're submissive. But it's just not a part of the female psyche to kill as a substitution for sex. Where can we read up on that? Well, if you really want to, you can read some horrible, horrible textbooks. No, I just want to have the scientific analysis. I don't want the textbooks. Well, I actually purchased the textbooks that criminologists study in college, and I read through those. I keep them under lock and key because they're just so awful. And they have pictures and so on. And it's just something that's been observed. There are examples. I think Eileen Wuornos, the movie Monster, was made about her. She killed 7 men. But this was a reaction in anger. It was an act of vengeance, Yeah. Ja, dann vertiefen wir das jetzt nicht. Es gibt jedenfalls diese Studien, es gibt Bücher, wo diese Dinge beschrieben sind, und er sagt, er hat sie alle gelesen und dass also Frauen da doch anders gestrickt sind und anders reagieren. Sorry, guys, but... So, guys, ja, entschuldigt sich bei den Männern für diese ungünstige Aussage. Ich glaube, wir gehen mal zur nächsten Passage. Okay. Achso, was eben auch angedeutet wurde, in 2 weiteren Häusern auf dieser Straße sind auch Familien ermordet worden. Also das war ein ganz großer Mordanschlag. Ich bemerke die Videokamera, die mich verfolgt, als ich die Straße in Richtung Haus Nummer 2 überquere. Ich beobachte, wie der Kameramann das Objektiv justiert, und ich weiß, dass er aufblicken wird, sobald er meine Narben scharf gestellt hat
Und das tut er schließlich auch. Er kann mich auf diese Entfernung ohne Optik nicht deutlich sehen. Doch es ist der Instinkt, der uns so reagieren lässt, wenn wir unseren Augen nicht trauen. Ich kann es ihm nicht verdenken. An den meisten Tagen ist es mir gleichgültig. Ich habe mich an die Blicke der Menschen gewöhnt. Daran, dass manche mich anstarren, während andere erschrecken und wieder andere verlegen reagieren und so tun, als würden sie woanders hinschauen. Anfangs habe ich mich im Haus versteckt und stundenlang in den Spiegel geblickt, ohne mich zu erkennen. Als ich mich endlich wieder nach draußen wagte, trug ich mein langes braunes Haar offen, sodass es mein Gesicht umrahmte. Ich war hässlich, fühlte mich nackt und entblößt und war sicher, dass jeder, der mich sah, Albträume bekam. Doch mit der Zeit wuchs mein Selbstvertrauen und meine Schmerzen ließen nach. Ich gewöhnte mir an, das Haar nach hinten zu bürsten und zu einem Pferdeschwanz zu binden, der mir inzwischen fast bis zur Taille reicht. Ursprünglich war es eine Botschaft an Gott und die Welt. Seht her, ich habe keine Angst, mich so vor euch zu zeigen. Inzwischen geht es mir nur darum, dass ein Pferdeschwanz einfach praktischer ist. Heute bin ich eine Frau, die ich mir damals nie hätte träumen lassen. Es ist einfacher so, wurde zu einem viel besseren Argument als das ewige, ich muss für die ganze Welt da draußen so gut aussehen, wie es nur geht. Ich gehe hinter dem Streifenwagen vorbei, der am Straßenrand parkt, noch ganz in diese Gedanken versunken, als es geschieht. Der Kofferraumdeckel fliegt auf, ein Mädchen springt heraus, ein Teenager. Sie bewegt sich unheimlich schnell und geschmeidig. Bevor ich reagieren kann, drückt sie mir die Mündung einer Schrotflinte gegen den Bauch. Ganz ruhig, sagt sie, oder ich schieße ein Loch in sie rein. Ich erstarre. Die Zeit bleibt stehen. Mein Innerstes ist plötzlich eiskalt. Ihnen passiert nichts, solange Sie stillhalten und zuhören. Das Mädchen spricht mit unnatürlich ruhiger Stimme. Eine falsche Bewegung und Sie und Ihr Kind sind tot. Sie meint es ernst. Ich sehe es in ihren Augen. Das Mädchen wird keine Millisekunde zögern. Sie strahlt eine erschreckende Kaltblütigkeit aus. Die Waffe runter! Ich höre Allens Ruf wie aus weiter Ferne und nehme verschwommen wahr, wie um mich herum ein Pandemonium losbricht. Rufe, Schreie, Stimmengewirr, das Klirren von Waffen. Doch nichts von alledem ist von Bedeutung für mich, denn meine Angst erstickt alles. Meine Sinne sind geschärft bis zum Zerreißen und das Adrenalin, das durch meine Adern jagt, lässt die Haare in meinem Nacken aufrecht stehen. Der Tod ist mit einem Mal keine Verabredung in der Zukunft mehr. Er ist da, steht mitten unter uns, in der Maske einer wunderschönen, sehr jungen Frau, fast noch ein Mädchen. Ich schaue in die Augen des Mädchens, furchtlose Augen von einem unglaublich tiefen Blau. Und ich rieche das frische Waffenöl auf den Doppelläufen der Schrotflinte. Meine Blase fühlt sich heiß und pochend an. Und irgendwo im Hinterkopf weiß ich, dass ich mich vollpinkeln werde. Warum sagt sie nichts mehr, frage ich mich, bevor mir bewusst wird, dass ich meinen Herzschlag nicht mehr spüre. Die Zeit dehnt sich, verwandelt eine Sekunde in eine endlose Spanne. Mir ist klar, ich habe keine Chance. Und wenn meine Leute noch so schnell sind, sie könnten niemals verhindern, dass die junge Frau abdrückt, selbst wenn sie bereits getroffen ist. Ich weiß, dass ich etwas zu ihr sagen müsste, aber mir fällt nur ein leises Bitte ein, auf das sie gar nicht reagiert. Eine Stimme in meinem Kopf meldet sich. Bekämpfe die Angst. Beruhige dich. Atme tief ein, zähle dabei bis 3. Die Luft anhalten, wieder bis 3. Ausatmen, nochmal bis 3. In meinem Innern hat sich Druck aufgestaut, wie bei einem Ballon, der in nächster Sekunde zerplatzen wird. Die Zeit verlangsamt sich noch mehr, bis hinunter auf atomare Ebene. Dann spüre ich mein Herz wieder schlagen und peng! Der Ballon platzt. Die Zeit schießt mit Lichtgeschwindigkeit davon, fegt um eine Haarnadelkurve und verfängt sich, dehnt sich, biegt sich bis zum Zerreißen, während sie vibrierend im Raum schwebt, und dann explodiert sie zurück in ihren normalen Ablauf. Ich atme ein, zähle bis 3, halte die Luft an, zähle bis 3, atme aus, zähle bis 3. Die Angst bleibt. Sag nichts, warte, hör ihr zu. Dem Gesicht nach ist das Mädchen nicht älter als 16, 17. Doch ihren Augen nach zu urteilen, diesen unfassbar schönen blauen Augen, ist sie ein gutes Stück älter. Ihre
Haare sind so blond, dass sie beinahe weiß erscheinen und zu einem langen Zopf geflochten, der bis über die Mitte ihres Rückens reicht. Sie ist außergewöhnlich hübsch und in bester körperlicher Verfassung, wie eine Profisportlerin oder eine professionelle Killerin. Sie trägt einen schwarzen, hautengen Body mit dazu passenden schwarzen Turnschuhen. Für einen winzigen Augenblick wird mir bewusst, dass ich die Grenze zwischen Angst und Panik überquere. Die Stimme in meinem Kopf schreit mich an, ich solle mich dagegen wehren. Sie heult, kreischt und zittert. Schau sie an, sieh deine Angst ins Auge. Also schaue ich in die Augen des Mädchens und allmählich klärt sich mein Tunnelblick. Langsam dämmert es mir wieder, dass wir von Cops umgeben sind, von denen jeder eine Waffe gezogen hat. Ich sehe Pistolen, Schrotflinten, ein automatisches Gewehr. Die Luft ist aufgeladen mit Gewaltbereitschaft, die sich jede Sekunde explosionsartig lösen kann. Die Cops bleiben im sicheren Abstand, doch alle Waffen zeigen auf das Mädchen. Und ich kann die Finger an den Abzügen spüren. Die beiden Mündungen der Schrotflinte fühlen sich durch den Stoff meiner Bluse hindurch wie ein heißes Brandeisen an. Der Wind trägt den Duft von frisch gemähtem Gras heran und er vermischt sich mit dem säuerlichen Geruch meines Angstschweißes. Der Asphalt unter meinen Schuhen ist auf seltsam vertraute Weise rau und uneben und ich denke an die Straße vor meinem Haus. Alan steht 2 Meter hinter dem Mädchen, die Waffe auf ihren Rücken gerichtet. Sein Gesicht ist wie aus Stein gemeißelt. Er sieht mich an und nickt unmerklich. Wenn du stirbst, sagt sein Blick, folgt sie dir in der nächsten Sekunde. Ich habe Alan selten so erschrocken gesehen und noch nie so entschlossen. Was willst du von mir? Meine Stimme zittert leicht, aber es ist meine Stimme und ich habe sie unter Kontrolle. Das Mädchen bleibt völlig unbeeindruckt von dem Tod, der aus Dutzenden Waffen auf es zielt, oder es registriert es gar nicht, denn es ist vollständig auf mich konzentriert. Ich will, dass Sie zuhören. Ich möchte Ihnen erzählen, weshalb ich die Leute in den Häusern umgebracht habe. Sie sagt es gleichmütig, weder stolz noch reuig. Ich starre sie an. Du hast diese Familie umgebracht? Meine Fassungslosigkeit bewirkt, dass es sich wie eine Feststellung anhört, nicht wie eine Frage. Aber warum? Sie waren nicht, was sie zu sein schienen. Sie waren böse Menschen, die schlimmsten der Schlimmen. Finden Sie den Bunker unter dem Rasen, dann werden Sie sehen. Bunker? Ich weiß nicht, was du meinst. Wo? Dafür ist keine Zeit. Ich bin in wenigen Augenblicken tot. Deshalb müssen Sie mir zuhören. Tot? Frage ich, diesmal laut, weil es mir Angst macht, dieses Wort zu hören. Ich schaue auf die Cops um uns herum. Die Polizei schießt nur, wenn du abdrückst. Sie verzieht ungeduldig das Gesicht. Wir haben keine Zeit für Fragen. Sie müssen mir zuhören. Ich bin gleich tot. Aber wieso? Geht es mir durch den Kopf, während sich eine Ameisenkolonie in meinen Magen in Bewegung setzt und sich ein Wettrennen mit ihrer Mahlzeit liefert. Eine Heuschrecke, um für den Winter gewappnet zu sein. Ich zwinge mich, die Gedanken auf meinen Sohn zu richten, der in meinem Leib schlummert. Wenn wir das hier überleben, gebe ich dir einen Namen. Dann ist Schluss mit Alien und Fred. Ich verspreche es. Dürfen wir das aufzeichnen? Fragt Callie. Ihre Stimme kommt von links hinter mir. Das wäre ideal, sagt das Mädchen. Aber ich warne Sie, mein Finger ist am Abzug und ich bin fest entschlossen. Das glaube ich dir aufs Wort, erwidert Callie. Ich lege zuerst meine Waffe weg. Dann nehme ich eine kleine Videokamera aus der Tasche, die über meiner Schulter hängt, okay? Okay, dann machen Sie mal. Die Ruhe dieses Mädchens ist vollkommen unnatürlich. Eine solche Ruhe erwartet man allenfalls von Profikillern oder bestens ausgebildeten Söldnern, aber nicht bei einer 16-Jährigen. Der Griff um den Schaft der Flinte ist entspannt, aber fest. Sie wurde ausgebildet, wie ich, und nicht von einem Amateur. Ich bin soweit, sagt Callie einen Moment später. Das Mädchen beginnt ohne Umschweife.
Es gibt zwei Männer. Sie existieren im Schatten, länger als manche von ihnen leben. Diese Männer sind das absolut Böse. Sie begehen Grausamkeiten und Bluttaten nur zu ihrem Vergnügen. Und sie weiden sich an Hoffnungslosigkeit und Resignation. Sie glauben, dass man eine Gesellschaft, sogar die ganze Welt, in den Abgrund stürzen kann, wenn man sie in Blut und Verzweiflung ertränkt. Vor langer Zeit wurde der Plan dieser beiden Männer einer Person bekannt, die einer strengen Kirche angehörte, der Kirche des fundamentalen Ich. Nach innerem Kampf beschloss diese Person, ihr Geheimnis zu offenbaren und gab den Plan an eine Handvoll Vertraute weiter. Die Gruppe trat aus der Kirche aus, bereitete sich vor und wartete, bis die beiden Männer mit der Umsetzung ihres Plans begonnen hatten, um ihn über die ganze Welt zu verbreiten. Weitere Leute schlossen sich der Gruppe an, darunter auch ich. Dass ich jetzt das Schweigen der Erwählten breche, um ihr Geheimnis einer Gesetzeshüterin anzuvertrauen, verletzt meine heiligsten Glaubensregeln. Ich bin wie ein katholischer Priester, der seine Kirche niederbrennt, indem er den Beichtstuhl anzündet. Ich werde mit meinen Überzeugungen sterben und sie mitnehmen in mein nächstes Leben. Sie zuckt die Schultern. Aber das ist in Ordnung. Schließlich ist es meine Seele. Ich werde sterben, weil ich dafür sorge, dass es weniger sicher ist für die Welt, ehrlich zu sein. Excellent. You found the right reader for your words. I think so. Yes, Yes. definitely. Wir haben einige Namen gehört. Kelly und Alan haben wir vorher schon getroffen. Das Team um Smoky besteht aus unterschiedlichen, durchaus komplexen Charakteren. Da ist der Assistant Director David Jones, von dem hören wir diesmal nur indirekt. Die freche, rothaarige Kelly Thorne, die jetzt diese Situation mit ihrer Kamera aufgenommen hat. Der Afroamerikaner Alan Washington und der ewig unfreundliche James Jahren. Is that how you pronounce it? Huron. Oh, Huron. Oh, it's Spanish. Yes. Huron, Latino name, James Huron, der sich im dritten Band, vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, eher zufällig als Homosexueller outet und über den wir in diesem 5. Band Dinge erfahren, die wir am liebsten gar nicht wissen würden. Mich interessiert jetzt, inwieweit diese Charaktere an der Wirklichkeit, an Modellen irgendwie orientiert sind oder ob das alles Gestalten sind, die Cody so zusammengefügt hat. So how did you come up with this constellation of characters, the team? Did you define them and describe them by their functions, or did you have models, or did you do research, or did they develop on their own? They mostly developed on their own. It had to do with, I started with Smoky, and then it was really more about personality. If you had a team of people that worked well together, who would they be, and what would their personalities comprise? And when I write a book, if I can't feel the character authentically myself, then I can't continue writing. So they sort of appeared organically. You know, they were just. This is the only answer. They were the characters that belonged with Smoky on her team, and I know that's probably unsatisfying, but it's also unsatisfying sometimes when I write because I can never see forward more than a few chapters, and because I have to wait to find out what the characters are going to do and feel, and you know, what is right for who they are. Hat angefangen mit Smoky und hat dann die Persönlichkeiten, ihr Team um sie herum entwickelt und eigentlich haben die sich überwiegend selber entwickelt. Er wusste, diese Gruppe muss miteinander funktionieren, mit all ihren Eigenheiten und er sagt, manchmal ist das für ihn sogar unbefriedigend, weil die sind für ihn nicht festgelegt, die entwickeln sich immer weiter. So, und da muss er eigentlich gucken, wo geht's hin. Er weiß gar nicht so lange weit vorher, wohin die eigentlich gehen. Also ganz eigenständige Persönlichkeiten. Eben fiel mal das Wort Überwachungskamera. Und eines der Themen dieses Romans hat auch was mit Überwachung zu tun. Ich meine, was uns in Deutschland sowieso gerade umtreibt. Don't look into my notes. Yeah, he's spying on me. Oh yeah, Spionage.
Wir wissen ja, ne, wie fanden wir das, als Frau Merkels Handy überwacht wurde von der NSA, da denken wir dran. Ich frage mich, inwieweit Cody neue Themen in seine Romane einschließt und inwieweit er sich da auch von Zeitgeist, von Nachrichten, von politischen Entwicklungen leiten lässt. So, surveillance is one of the themes of your novel. Sure. And of course, you heard me mention the name of Chancellor Merkel. So many Germans are concerned about the NSA and Of about course. surveillance They more should than be. the English, for example. And we didn't really like the idea of having Chancellor Merkel's cell phone plugged into by the NSA. So to what extent do you catch topics which lie in the air? Are you influenced by news? Or how do these things creep into your novels? Generally speaking, I'm not influenced by the world at large, but the revelations about the NSA were just too important. It seemed like if Smoky lived in the same world as us, there was just no way that it wouldn't come up or she wouldn't have concern. It's cyber-fascism, plain and simple. Everyone should be concerned about it. Everyone should be offended. There's nothing good to say about it whatsoever. No justification exists that really rationalizes it as anything other than totalitarianism. And I wanted to make it clear that Smoky was not on the side of those who watch everything. Yeah. Also wie gesagt, normalerweise hat er gar nicht so die Welt im Blick mit den Dingen, die sich ergeben, aber als das mit der NSA jetzt rauskam, das fand er so massiv. Er sagt, das führt zu Totalitarismus. Er hat es Cyberfaschismus genannt und er wollte deutlich machen in seinem Roman, dass Smoky nicht zu den Leuten gehört, die solche Methoden gutheißen. Well, if there's anyone from the NSA listening, nothing personal. I think people go along with what you're saying here. No, not the I don't know NSA. if there's any bugs in here somewhere. Who knows? But of course, in order to write about this, you had to do an incredible amount of research, technological and administrative and political research. Diese Überwachungssysteme zu beschreiben, muss man natürlich unglaublich viel technische und technologische Recherche beschreiben. Ich frage mich, hat er das alles im Internet gemacht? Archive, hat er Interviews geführt? Archives, interviews? Where did you find the information to find the technological basis for the system? I read a lot of books. I purchased, I have a collection, like a little research library I put together that has about 4,000 books in it. And they're all electronic that I refer to. And there was an excellent book written, actually, about the NSA and its spying, and I read through that. I read a great book on the CIA. While I wasn't able to write all the time when I was taking care of my parents, I was able to continue reading. And so I used that time to really learn what this was all about, separate the emotion from the fact. And the real problem that you run into is that even when you separate out the emotion, it's just as bad as it was before. There's just nothing good to say about it at all. Yeah. Er sagt, gerade in der Zeit, als er seine Eltern gepflegt hat, hatte er zwar keine Kraft und Zeit zu schreiben, aber er hat sehr viel gelesen. Er sagt, er hat eine wissenschaftliche Bücherei, Bibliothek von 4.000 Bänden, die er gelesen hat, um seine Bücher zu schreiben. Were there any interviews as well, any talks with experts, or did you get it all out of books? I mostly got out of books. I mean, I was there, of course, like everyone, watching the revelations from Edgar Snowden and with the way all that went down. And I think the thing that shocked me the most was the reaction of my fellow citizens in the U.S., which was essentially that he was a traitor and that if you didn't have anything criminal to cover up, you shouldn't care. And this is just unbelievable kind of thinking to me. To this day, I don't really know what to say about it to other countries or to other people other than, we're as unhappy about it as everyone else is, except for a few idiots, probably the people that would vote for Donald Trump. I mean,
the fact that he had a shot in my country was even more unsettling than the NSA revelations themselves, frequently. Yeah. Sie haben es gehört, Cody ist total unglücklich und entsetzt über das, wie das in Amerika gehandhabt wird, dass Edward Snowden als Feind und Verräter bezeichnet wird, dass so eine Figur wie Trump überhaupt als Präsidentschaftskandidat existieren kann. Er sagt, er ist da genauso unglücklich drüber wie die meisten Leute außerhalb Amerikas, dass es das gibt. Und ein Teil davon kann man hier auch in dem Roman ansatzweise entdecken. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Of course, we Germans are not too familiar with institutions like the FBI or the CIA. How are they perceived in the USA and how do you personally see them? Vielleicht noch ganz kurz, da im Roman auch das FBI und auch der CIA vorkommen, vielleicht ganz kurz, wie die in Amerika als Institution wahrgenommen werden. Wie er sie sieht, wird eigentlich im Roman schon deutlich, aber vielleicht ein paar Worte Well, dazu. unfortunately, the history of the CIA is uniformly terrible. It's not an exaggeration. It's not a political position. I read a very comprehensive book of the CIA's history from its inception up until through 9/11, and then after that. And it was amazing to see that essentially the CIA has been incompetent from the first. The only thing they've ever been good at is atrocities, and against their own people, not just foreign countries. The FBI also has a bad history under Hoover, but they tend to be more on the side of right just because of their mandate. For example, if the police are corrupt, you go to the FBI, and they will go in, and they will kick those guys' butts and put them in jail. And so, and they also are the ones that deal with kidnappings, bank robberies, corruption in Congress and the Senate. So while they have the ability to do bad things, their mandate tends to put them more on the side of right than the CIA, for sure. Also der CIA, der war von Anfang an eine entsetzliche Organisation, die eigentlich immer nur Grausamkeiten und Entsetzlichkeiten begangen hat und nicht nur im Ausland, sondern auch gegen ihre eigenen Leute zum Teil, während das FBI zumindest von der Aufgabe her, die es hat, schon für das Gesetz sorgen muss und die auch eigentlich reingehen, wenn Polizisten als korrupt gelten oder die bei anderen Verbrechen den Staat vertreten müssen und die Gerechtigkeit und das Gesetz. Auch wenn das FBI auch nicht so eine tolle Geschichte hat. Hoover war einer der FBI-Vorsitzende, der damals gemagelt hat. Aber eigentlich sind das hier die Good Guys. I mean, don't get me wrong, Hoover was a bad man. I mean, he was behind the attempt to get Martin Luther King to commit suicide. He engaged in surveillance of the American people in violation of the Constitution. But again, it's just because their job is what it is, they have more opportunity to be of tangible help than the CIA. Bei Hoover war das Problem, dass er auch ein ganz mieser Typ war, der sogar versucht hatte, Martin Luther King zum Selbstmord zu treiben und andere Verbrechen angeleiert hat. Aber er sagt, das FBI ist eigentlich eine Organisation, wenn da jemand gute Kraft ist, der das Mandat, die Aufgabe angemessen übernimmt, dann ist das eine vernünftige Organisation. And just as a final point, I mean, this isn't only my view of the CIA. It's the view of a host of veterans who left the CIA actually in the late 2000s, maybe 5 years ago, because they realized that what was being done with the torture, etc., not everyone in the CIA by any means supported this. And in fact, the CIA right now, today, is fairly gutted as an organization. They're there in name, but I'd guess in the next 10 years, it will be Homeland Security and not the CIA that exists. And in the entire time during the Cold War, the CIA only ever actually got one spy into Russia, ever. And this person volunteered, would not let themselves be run by the CIA because they knew it would get them killed. And it was a mole in our own FBI that exposed him eventually and caused him
to be executed. So they actually, it's not an exaggeration to say that they have no track record at all. Also wir merken, das Thema CIA beschäftigt ihn sehr. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Er sagt, eigentlich hat der CIA nur einen einzigen Spion überhaupt jemals nach Russland geschafft in seiner ganzen Geschichte. Und das war ein Freiwilliger, der dann dort in Russland aber das machte, was er wollte und gar nicht dem CIA gehorchte und der dann durch einen Maulwurf des FBI dann entlarvt worden ist. Aber er meinte, das CIA kann nicht so weiterarbeiten und er ist nicht alleine mit dieser Meinung, sondern, und deswegen bin ich darauf eingegangen, damit Sie diese Information als Background, als Hintergrund für den Roman haben. Er sagt, es gibt auch Leute, die den CIA verlassen haben und die diese Dinge auch berichten. Also er ist nicht alleine mit seiner Kritik. I'm sorry to talk so much about it, but because the book is not really. No, it isn't, but it's good But to know it's this, such have this as a background. an amazing and ridiculous and passionate subject. So. Okay, wenn wir nachher signieren, dann können Sie vielleicht noch mal kurz oder bei Ihren Fragen. Sie wissen, es ist ein Thema, das ihn sehr beschäftigt. Der Roman besteht aus 3 Teilen. Bis jetzt hatten wir nur den ersten Teil gehört, Geburt. Der zweite Teil heißt Stille und der dritte Teil heißt Ansprache. Und Nina Petri wird nun aus dem zweiten Teil Stille lesen. Hier hören wir die Stimme von Journalisten, es ist also nicht Smoky, die spricht, von Journalisten, die über diese rätselhaften Mordfälle in Colorado berichten. Und eine wichtige Information noch, bevor Nina liest: Das Video mit Smoky Barrett, das hier erwähnt wird, ist aus der Vergangenheit und gehört zu ihrer Vorgeschichte, also noch vor dem ersten Band der Serie. Nina? FBI-Direktor von Los Angeles verrät eigene Leute. Aus Richard Whitmans Kolumne The Weekly Truth. Ich habe im Laufe der Jahre viel über Korruption sowohl in den Reihen lokaler und staatlicher Behörden bis hinauf in die Regierung geschrieben. In jungen Jahren ging der Schock bei mir jedes Mal tief und meine Empörung war grenzenlos. Das hat sich mit der Zeit geändert. Schocks über bestimmte Details erleide ich noch immer, aber meine Empörung hat sich weitgehend verflüchtigt. Nicht, dass ich zynisch geworden wäre. Es ist vielmehr so, dass ich einen traurigen Grundsatz begriffen habe. Wo Geld und Macht sind, gibt es einen bestimmten Prozentsatz an Zeitgenossen, die dies zu ihrem Vorteil nutzen. Sich jedes Mal zu empören, wenn ein Politiker oder eine Politikerin mit der Hand in der Kasse überrascht wird, ob sinnbildlich oder wörtlich, wäre das Gleiche, als würde ich mich über die jährlichen Hurricanes in Florida aufregen. Diese Stürme kommen sowieso. Die Lektion, die man daraus lernen sollte, lautet allerdings nicht, gewöhnt euch daran, sondern hört niemals auf, nach den Stürmen Ausschau zu halten. Wir alle sind nur Menschen. Das ist eine Binsenweisheit, aber in der Arena von Geld, Macht und Sex ist es eher eine Regel als ein Klischee. Ich habe das hilflose Händeringen und das ungläubige Entsetzen bei Nachrichtenjournalisten und Politikern gesehen, als vor kurzem enthüllt wurde, dass ein bewährter Agent des FBI, der zugleich Assistant Director des FBI-Büros in Los Angeles gewesen ist, seine eigenen Leute um seines persönlichen finanziellen Vorteils willen verraten hat. Ich kann die schockierten Reaktionen gut verstehen. Die Fakten sind bestürzend und das Ergebnis, darunter der Tod eines Familienangehörigen eines der Agents und das verheerende Feuer, bei dem das Haus von Special Agent Smoky Barrett vernichtet wurde, um nur einige Details zu nennen, ist erschreckend. All das unterstreicht im Grunde nur ein und dieselbe Lektion. Hurricanes gibt es immer wieder und wir dürfen nicht damit aufhören, den Horizont im Auge zu behalten, um ihr Herannahen frühzeitig zu bemerken. Wäre das FBI wachsamer gewesen, sähe es das alles womöglich vollkommen anders aus. Betrachtet man jedoch die Personalakte von Assistant Director David Jones, vermag auch der Schreiber dieser Zeilen zu verstehen, weshalb man diesem Mann großes Vertrauen entgegengebracht hat. Jones kam 1977 zum FBI und arbeitete sich die Karriereleiter hinauf. Er wurde nicht weniger als 3-mal für persönliche Tapferkeit und Ausübung seiner Pflicht ausgezeichnet. Bei einem Schusswechsel während eines Einsatzes zur Rettung zweier gekidnappter Kinder 1983 wurde er verwundet. Ohne sein beherztes Eingreifen hätten die Kinder nicht überlebt. David Jones, heißt es aus gut informierten Quellen, habe die richtige Art von Personalakte. Eine Vielzahl von Erfolgen auf der einen Seite,
kaum ins Gewicht fallende Fehlschläge auf der anderen, etwa weil er Befehle ignoriert hat oder Vorgesetzter, die man ignorieren sollte. Mit anderen Worten, ein wahrer Super-Agent, unbestechlich und integer. Davy Jones, gehörte zu der Sorte von Chefs, die von ihren Untergebenen respektiert wird. Er war hart, aber fair und er war selbst als Direktor immer noch derjenige, der sich vor seine Leute stellte, falls nötig, der für seine Agents eintrat und sie verteidigte, auch wenn er dabei gegen den bürokratischen Strom schwimmen musste. So sehr, dass er zweimal einen zeitlichen Aufschub seiner Beförderung hinnehmen musste. Warum also wandte ein Mann wie David Jones sich plötzlich gegen all das, wofür er sein Leben lang so hart sich eingesetzt hatte? Er war kein reicher Mann, hatte aber auch keine nennenswerten Schulden. Seine Kreditwürdigkeit war ausgezeichnet. Er besaß ein eigenes Haus und er lebte im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten. Nachbarn zufolge war er freundlich und hilfsbereit, wenngleich er auf Distanz blieb. Vieles wissen wir noch nicht. Die uns bekannten Fakten aber sind folgende. Es gibt Gegenstände im Museum des Todes in Colorado, die ohne Zweifel aus den Asservatenkammern des FBI gestohlen wurden. Für diese Diebstähle, so Quellen innerhalb des FBI, ist David Jones verantwortlich. Ein Konto bei der Bank von Zypern mit fast 5 Millionen Dollar wurde entdeckt, auf den Namen von Mr. Jones. Versuche, die Herkunft des Geldes zurückzuverfolgen, sind bisher fruchtlos geblieben. Doch unseren Quellen bei Interpol zufolge ist es nicht das erste Auslandskonto, das Mr. Jones benutzt hat. Es gibt Anhaltspunkte, dass er seit mehr als 20 Jahren Konten im Ausland hatte. Wir alle sind Menschen. Und Hurricanes gibt es nun mal. Gewiss kann man verstehen, welche gewaltige Verlockung 5 Millionen Dollar für einen Mann im Staatsdienst sein müssen. Und wer weiß, vielleicht sind diese 5 Millionen der Rest einer noch größeren Summe und nicht ein Vermögen, das Mr. Jones über Jahre hinweg angehäuft hat. Was man aber nicht verstehen kann, ist die Grausamkeit gegenüber einem seiner Agents, für den Mr. Jones persönliche Verantwortung trug. Und hier kocht beim Schreiber dieser Zeilen die alte Empörung wieder hoch, die er in den frühen Tagen seiner Karriere als Enthüllungsjournalist verspürt hat. Die bekannten Tatsachen sind folgende. Wenige Stunden nach Veröffentlichung des grotesken Videos, das inzwischen überall unter dem Namen Sendschreiben kursiert, wurde ein weiteres Video im Internet in Umlauf gebracht, hochgeladen von einem Account, der David Jones gehört. Dieses zweite Video dauert ungefähr 40 Minuten. Es ist ungestritten, ungeschnitten und unbearbeitet und wurde als echt verifiziert. Das Video zeigt die Folterung und Vergewaltigung von FBI Special Agent Smoky Barrett sowie die Folterung und Ermordung ihres Ehemannes Matthew Barrett. Das Video wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Joseph Sands, der Täter, wurde noch am Tatort von Agent Barrett selbst getötet und hatte daher keine Möglichkeit mehr, etwaige von ihm heimlich installierte Aufzeichnungsgeräte zu entfernen. Es wurde zu keiner Zeit und von keinem der mit dem Fall betrauten Ermittler erwähnt, dass Sands ein Video gedreht hat, weder offiziell noch inoffiziell. Das FBI selbst hat mir gegenüber versichert, dass es in der Fallakte keinerlei Hinweise auf ein von Sands gedrehtes Video gibt. Und doch existiert dieses Video, wovon jeder sich überzeugen kann. Die Aufnahme ist von unfassbarer Brutalität. Jeder, der eine Kopie davon herunterlädt, sollte sich schämen. Ich habe niemals etwas Grauenhafteres, vor allem aber Intimeres gesehen. Ich kann es Agent Barrett nicht verdenken, dass sie sich angesichts der jüngsten Ereignisse völlig zurückgezogen hat. Der Verlust, den Mrs. Barrett erleiden musste, nur weil sie ihre Arbeit getan hat, ist unermesslich. Es ist eine abscheuliche Geschichte, so grauenhaft, dass Mrs. Barretts Weigerung, ihren Beruf weiter auszuüben, nur zu verständlich ist. Mr. Jones erschien nicht zur Arbeit an dem Tag, an dem das Video veröffentlicht wurde. Als mehrere Agents zu ihm nach Hause geschickt wurden, fanden sie seinen nackten Leichnam im Badezimmer vor. Er hängt am Duschkopf, ein Ledergürtel um den Hals. Das FBI und das Los Angeles Police Department haben gemeinsame Erklärungen herausgegeben, nach denen kein Abschiedsbrief beim Leichnam gefunden wurde. Die Ermittlungen zum Tod von Director Jones bezeichnen sie als in vollem Gange.
Vielleicht hielt Jones einen Abschiedsbrief oder irgendeine Erklärung für unnötig, oder er war der Ansicht, keinen Abschiedsbrief der Welt reiche aus, um seine Handlungsweise zu erklären. Möglicherweise ist das Fehlen eines Abschiedsbriefes selbst die Botschaft. Seht her, ich war ein Hurrikan. Ihr hättet Ausschau halten müssen. Nachfolgend ein Auszug aus einem Artikel in einem Internetblog. Der Artikel wurde in einer Nachrichtensendung erwähnt, von Reuters übernommen und über verschiedene Zeitungen und Zeitschriften in den USA weiterverbreitet. Der Wolf und das Mädchen. Wo ist Smoky Barrett? Von Aaron Wilson. Den Mann im Video kennt mittlerweile die ganze Welt unter dem Namen Wolf, obwohl er sich selbst nicht so nennt. Stattdessen redet er über eine Welt, in der jeder Mensch entweder zu den Wölfen oder zu den Schafen zählt. Der Autor will dies beweisen, indem er vor laufender Kamera eine Reihe gewalttätiger Verbrechen begeht, damit alle Schafe es sehen können. Der Wolf filmt in hochauflösendem Schwarz-Weiß. Er nimmt den Dingen vor der Kamera die Farbe, sodass sie für sich allein stehen. Das Fehlende muss sich der Zuschauer denken, etwa die rote Farbe des Blutes. Was die Schreie der Opfer angeht, die haben ihre ganz eigene Farbe. Der Verfasser dieser Zeilen hat nicht die Absicht, die Handlungen des Wolfs in Worte zu fassen, das wäre überflüssig. Wir leben in einer Medienwelt und die Schrecken des Videoclips haben dazu geführt, dass er sich bis in die entferntesten Winkel des Internets verbreitet hat. Er ist für jeden leicht zu finden, der es wirklich will. Die Botschaft des Wolfs ist in vieler Hinsicht zusammenhanglos, zumindest unklar. Das ist nicht nur dem Verfasser dieser Zeilen aufgefallen. Zahlreiche ehemalige Analysten des FBI und anderer Regierungsbehörden, die inzwischen als gut bezahlte Freelancer für Nachrichtensender tätig sind, haben auf die widersprüchliche Natur der Handlungen, Aussagen und Ankündigungen des Wolfs hingewiesen. Die besten Analysten spüren Anomalien auf, keine Trends, sagt Michael Kay, der 20 Jahre für die CIA gearbeitet hat. Und in diesem Material gibt es Anomalien zuhauf. Auf der einen Seite sind es die Taten eines sadistischen Individuums, das ohne erkennbare Reue seinen perversen Neigungen nachgeht. Auf der anderen Seite ist es das Produkt einer Psyche, die versucht, ihre irrationalen Handlungen mit pseudopsychologischen Erklärungen zu rechtfertigen. Hinzu kommen vermeintliche revolutionäre Statements, die ausufernd in die Breite gehen. Ein allgemeiner Aufruf an die Schafe etwa, sich gegen die Wölfe zu erheben, wobei es den Schafen überlassen bleibt, herauszufinden, wer diese Wölfe eigentlich sind. Schließlich gibt es spezifische Anmerkungen in Bezug auf Special Agent Smoky Barrett, sowie Belege dafür, dass der Wolf von den verbrecherischen Übergriffen gegen Agent Barrett und die Mitglieder ihres Teams weiß. Genau das ist die große Ausnahme in diesem Video. Nur wenn es um Smoky Barrett geht, wird der Wolf konkret. In jeder anderen Hinsicht bleibt er weitschweifig und allgemein. Lässt man die Gewalt für einen Moment beiseite, verhält der Wolf sich jedes Mal gleich, beinahe schablonenhaft. Spricht er hingegen über Barrett und die Ereignisse in Colorado, wird ein Teil seiner wahren Absicht erkennbar. Davon bin ich überzeugt. Die Frage lautet daher, was genau beabsichtigt der Wolf? Und was bedeutet es? Und warum Agent Barrett? Barretts Beruf ist, Verrückte zur Strecke zu bringen, die Freude am Töten empfinden. Und es ist bekannt, dass in diesen Fällen das Opfer stets die beste Spur ist. Auch dann, wenn man selbst dieses Opfer ist. Zu beachten ist weiterhin, dass schon die schiere Größe dieses Museums des Todes darauf hindeutet, dass der Wolf kein Einzeltäter ist, sondern zu einer größeren Gruppe gehört. Agent Barrett vermeidet strikt jeden Kontakt zu den Medien. Wir wissen, dass sie inzwischen ein Kind bekommen hat. Wir wissen auch, dass ihr Haus bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. Und wir wissen, dass sie nicht wieder in ihren Beruf zurückgekehrt ist. Darüber hinaus ist sie gemeinsam mit ihrer Familie untergetaucht. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt, trotz aller Bemühungen der eingangs erwähnten Personen und ihrer Helfer, sie zu finden.
Smoky Barrett hat sich also jetzt schon zum zweiten Mal zurückgezogen, weil unglaubliche Grausamkeiten passiert sind. Meine Frage an Cody ist, inwieweit diese Grausamkeiten, diese Soziopathen, Psychopathen, die andere Menschen zum Leiden bringen, seine Weltsicht widerspiegeln. Und wenn er diese Dinge schreibt, inwieweit ihm das auch vielleicht in seine Träume hinein verfolgt, wie man so etwas produzieren kann und wie man damit umgeht als Autor. So this world is full of sociopaths and psychopaths. So I have two questions really. First of all, to what extent do your novels reflect your view of man, your view of the world? And once you have created, when you write these novels and you describe these characters, don't they haunt you at some point? How do you deal with these things in your dreams? The Smoky books don't tend to haunt me. The book that haunted me was the, I forget what it was called, I call it The Innocent Bone, but it was the standalone book that I wrote. That haunted me. But I think that Smoky is such a strong character, and the way that she generally triumphs, even through difficult times. It makes it possible to write that kind of thing without it affecting me badly. You know, I think the fact that she's able to be the equal of everyone she goes up against, that's probably the thing that prevents it from affecting me personally. Also die erste Antwort ist, dass sagt, na, also diese Soziopathen und diese Sadisten, die verfolgen ihn eigentlich nicht in seinen Träumen, weil er mit Smoky eine Figur entwickelt hat, die denen auf gleicher Höhe begegnet und die sie erfolgreich bekämpfen kann. Was ihn hingegen verfolgt hat, war dieses Buch Der Menschenmacher, dieses Standalone-Buch, wo er diese sehr kaputte, zerstörerische Familie geschildert hat. The first part of my question was, to what extent do these characters in this kind of world that you depict reflect your view of our actual real world? I think it does. I think the way that I portray those types of people, the fact that they exist, the fact that there is, that unless you are that kind of person, you can never truly understand what drives a person like that. There's no way for you or me to understand who that person is in reality, because we're capable of empathy. We're capable of feeling guilt. We don't murder people for sexual pleasure. And these are so alien. It's easy to conceive of them, but it's not actually easy to truly grasp the reality. I think I approach it as much as possible, and I think that what I portray is accurate. Also denkt, in der Tat reflektieren diese Menschen, die er da schildert, diese Serienmörder, diese Psychopathen, Soziopathen, einen Teil unserer Welt, wie sie existiert. Und wir können uns, und auch er kann eigentlich gar nicht verstehen, was sie so macht, weil sie eben nicht empathisch sind, nicht mitfühlend sind, weil sie keine Schuldgefühle kennen. Und er versucht aber mit seinen Romanen sich dem so weit anzunähern, wie das geht. As an example, I went on a forum once, and it was, do you think you're a psychopath? And it was amazing how many people were convinced they were. And I remember one poster who said, you're not a psychopath. If you don't believe me, go and adopt a puppy and skin him alive. If you can't do that, then you are not a psychopath. And I remember thinking that was an extremely good example of what I'm talking about this gulf that cannot be crossed unless you are actually a psychopath. Eine Fragestellung ist, er sagt, es gibt viele Leute, die denken, sie könnten möglicherweise ein Psychopath sein, aber er sagt, es gibt eine Frage, die diese Kluft aufzeigt. Er hat ein Plakat mal gesehen, da stand, wenn du glaubst, du bist ein Psychopath, dann geh nach Hause und zieh einem kleinen Welpen das Fell ab. Wenn du das nicht kannst, bist du kein Psychopath. If you're worried about it, you're not a psychopath. Und wenn du dir Sorgen machst, wie könnte es einer sein, bist du eigentlich auch keiner. So, are you a pessimist? Do you see our world as a dark, dark place? I'm not at all.
I think that pessimism, cynicism, I think those are emotional views. I don't think that they're definable as accurate views of reality. I think that the pessimist is just as off-center as the eternal optimist. I think that the truth lies somewhere in between. Also denkt sowohl der Pessimist als der Optimist, der sind etwas ab von der Realität. So you're a realist. Is that? I guess. I have a problem with the idea of pessimism as a valid view of the world at all. I think that it's a depressed filter. I don't think that people who see the world pessimistically are seeing it accurately any more than everyone who thinks everything will always be great. You know, bad things happen to good people, for sure, but good things happen too. So you have to find your balance. Absolutely, yeah. I think it's important. I mean, it's very easy to fall into the trap of focusing on the worst and deciding that that represents reality. So when finishing your book, we go out for a nice walk. Always. So when and where do you relax and find lightness and pleasure and sunlight? In my family. I mean, that's my safe place, home. You know, home, my family, that reality. And that reality isn't always easy or good, but it's always worthwhile. Without family fights, we wouldn't have world literature. That's exactly true. Sein ruhiger Ort, seine Heimat, der Platz, an dem es ihm gut geht, das ist für ihn die Familie, auch wenn Familie nicht immer leicht ist. Ich habe gerade gesagt, ohne Familienkonflikte gäbe es auch keine Weltliteratur, aber das ist für ihn der Ort, wo er zur Ruhe kommt. And I think, you know, that's probably my dividing line. It's not, was it good, bad, hard, or difficult, but was it worthwhile? Seine Frage ist nicht immer, war es gut, war es schlecht, hat es sich gelohnt, sondern hat es sich gelohnt, hat es etwas gebracht, was it worthwhile? Meine letzte Frage, weil Cody sagt, er hat eigentlich auch sehr gerne Fragen von seinen Lesern und Leserinnen, wobei wir dann aber das Licht vielleicht ein bisschen heller drehen müssten und wir würden dann auch ein Mikrofon vielleicht ausleihen. Also eine Frage, um das jetzt abzuschließen, und dann würden wir Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, weil er das besonders gerne hat, nah an seinem Publikum ran zu sein. Sieht er sich als leidenschaftlichen oder sogar süchtigen, obsessiven Autor? Ist er immer mit den jetzigen oder zukünftigen Büchern beschäftigt? Und wenn ja, schreibt er schon vielleicht wieder an einem neuen Buch? Would you see yourself as what is writing to you? Is it an obsession? Can you live without it? Is your mind working all the time on present books and future books? And if so, is there a future book? There's always a future book. Writing, once it starts, is definitely an obsession. I find it very hard to think about much else when I'm in the middle of a book, and particularly if I'm not sure what's going to happen next. It definitely turns my wife into a widow. It takes a father away from my children. But yes, I love writing. I think it's something that I wouldn't say I have to do it, but I will certainly do it as long as I can. Yeah. So it's an obsession. It is, yeah, it is. Es ist tatsächlich, Schreiben ist eine Sucht. Und er sagt, es ist so stark und er hofft, dass er immer wird schreiben können und man ist immer mit dem nächsten Buch beschäftigt. Er sagt, diese Sucht ist so schlimm, dass sie seine Frau in eine Witwe verwandelt, aber Gott sei Dank, die Frau ist heute hier und kann mit ihm reisen und wir haben sie so nicht erlebt. Den Kindern fehlt der Vater, aber es macht ganz viel von seinem Leben aus. And are you already working on another book? I am. I wrote the first chapter and I can't even tell you how it ends because, but it will make you want to read further. So. And does it have Smoky in it? Yes, the next 2 books will be Smoky books. So. Especially with that. So yes. I said it. Yes. So we were thinking about having about 3 questions. Did I get this right?
because there will be a lot of signing to do. Yes. But we don't see who's going to ask questions. Also vielleicht 3 Fragen aus dem Publikum. Oh, da vorne der Arm und hinten ist noch ein Arm. Die beiden Arme, mehr sehen wir leider nicht. Ja, der wedelnde Arm zuerst und dann ist hinten noch ein Arm. I see you. So. Und dann ist der dritte Arm. Can somebody help me with the mic? So, welcher Arm zuerst? Hier, da und dann dort. I can sort of see them. Hallo, guten Abend. Als erstes soll ruhig bei der Smoky Barrett Serie bleiben. Ja. Man kann es sich vorstellen, jeder Please stay with the Smoky Barrett series. wäre es überhaupt möglich? Would it be possible to write about somebody else? Well, you already have. I did write one standalone book, which I enjoyed, but I missed Smoky quite a bit when I was writing it. There's something about an ongoing series that feels comfortable. You know, you really, the characters become like family. And so I think in the foreseeable future, I'll just be writing Smoky. Sorry, er hat schon mal ein Standalone-Buch geschrieben und das hat ihm auch ganz gut gefallen, aber er hat Smoky vermisst. Ich muss Ihnen gerade was sagen. Also heute gehen alle Uhren falsch. Ich weiß nicht, ob das an dem Vollmond liegt. Oben war es die ganze Zeit 7:30, deswegen sind wir ein bisschen spät runtergekommen. Und meine Uhr sagt 9:30 und ich höre, okay, die beiden anderen Fragen und dann werde ich ein großes Dankeschön noch in den Saal schicken. Also, Sie haben ja nicht nur die allererste Lesung, sondern die allerlängste Lesung, die Smoky je gemacht hat. So, der Arm da hinten und dann hier. My watch is wrong. Oh, So it's already 10 o'clock. Oh my goodness, okay. Yeah? So, who are the authors you look up to, and is there anyone who would you describe as the author? Well, I have 2 answers to that. I would say the 2 most influential authors for me are Hemingway and Stephen King. Okay. Yeah. I don't have to translate that. Number 3. There was somebody over. A man. Was a man. Be brave. He left. Okay, that's fine. He ran home. Oh, okay. Ein allerletzter Arm. Hinten eine junge Dame mit. Also, oh, there is. Sorry. Jetzt mal eine ganz andere Frage, und zwar, was denkt ihr über unsere Gesellschaft, dass sie möglich ist, dass ein Donald Trump gewählt wurde als Kandidat? Trump. Ich habe den letzten Teil nochmal lauter. Was war das mit Russland? Wie seine Gedanken über unsere Gesellschaft, Ja, das habe ich, ja. genau, halt, die es geschafft haben, Donald Trump halt zu wählen, ja, oder dass sein Slogan sich verschicken zu Russland, seine allgemeine Meinung über unsere heutige Gesellschaft. Das hat er eben schon so ein bisschen aber angedeutet. Your opinion about today's society and Trump, but make it really short, because you said it already. Well, Trump is a joke. I mean, he's a... I don't like to condescend to people. The people that support him, I'm sure that they honestly believe that he's going to solve their problems. People get emotional, you know, they get passionate. They make mistakes in judgment. It is very unfortunate that so many people in my country were willing to actually put this man up for president, because he's clearly a destructive force. None of our allies are interested in Trump as a president. Most Republicans are not interested in Trump as a president. And most of the backlash, I believe, is specifically because of Hillary being Clinton's wife, and the Republicans hated Clinton with a passion, and the fact that she's a woman. We've never had a woman president. And as much as we'd like to think we're a progressive society, there are a lot of people that are not interested in having a female be president of the United States, and that's unfortunate. Maybe they should look to Germany. We have a woman, and it's kind of working quite well right now. So, also, denkt, da ist auch sehr viel Ablehnung gegenüber Frauen bei den Wählern von Trump. Trump ist ein Witz, der ist zerstörerisch, keiner will ihn wirklich. Wobei er nicht herablassend sein möchte gegenüber den Menschen, die ihn wählen wollen oder die ihm folgen, weil er sagt, da ist auch sehr viel Stimmung in Amerika immer noch gegen eine Frau als Präsidentin.
We all hope for the best. Thank you so much for being here. First of all, danke für Ihre Geduld. Mit der Uhr, das war wirklich, Sie können es alles hier überprüfen. Und Cody wird gleich signieren und er sagt sicher noch ein Abschiedswort, aber vorher möchte ich Nina Petri danken für die großartige Lesung. Cody, last word from you. Don't worry, Trump will not be elected president. Okay, thank you for the good news. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.